Wie kann ich Grenzen setzen, ohne dass ich zickig wirke? Wenn du jemandem sagst, was du möchtest oder nicht möchtest und der sagt, wie zickig bist du denn? Lauf! So, weil wenn jemand dich mag, dann will der wissen, was für dich okay ist und was für dich nicht okay ist. Also du solltest dich nie zickig fühlen, wenn du jemandem sagst, was du nicht möchtest. Ich habe zum Beispiel von meiner Familie, wohlmeinend, wirklich, so Sätze gehört wie, ja, so wie du bist, ne, du bist so impulsiv und du bist so was auch immer, du brauchst ja so einen ruhigen Mann. Ich habe das ganz lange auch geglaubt. Ich habe auch immer wieder ruhige Männer kennengelernt, aber das hat eben auch auf lange Sicht irgendwie nirgendwo so richtig hingeführt, weil diese ruhigen Männer haben mich irgendwann einfach total genervt und ich habe die total genervt, ne, weil ich immer das Gefühl hatte, ich habe so einen Klotz am Bein und die immer das Gefühl hatten, die Alte macht mich wahnsinnig. Bis ich irgendwann gemerkt habe, warte mal, was ist denn daran falsch? Impulsiv zu sein oder spontan zu sein oder laut zu sein oder lebendig zu sein. Weil manchmal ist es ja auch so, dass diese Worte, die wir da benutzen, sind ja manchmal einfach nur Verunglimpfungen von Eigenschaften, die wir haben. Manchmal ist, du bist zu empfindlich, ja, ist eine Verunglimpfung, haben viele Leute gehört, die zu mir kommen, ist doch eine Verunglimpfung von, du bist sensibel. An all diesen Dingen ist nichts Schlechtes und ich sage den Leuten immer, du musst einfach, wenn du das gehört hast, in der Vergangenheit hinten dran setzen, für mich. Du bist zu empfindlich für mich. Super geiles Gefühl. Das ist kein Zufall. Den Menschen ist nicht klar, was da oben abgeht. Mindseed mit Leon Heimann. Herzlich willkommen beim Mindseed Podcast, einem Ort für mentale Gesundheit und persönliche Entwicklung. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin euer Host Leon Heimann. In dieser Folge spreche ich mit Nina Deisler, Liebesexpertin, Autorin und Coach über moderne Beziehungen, Beziehungsmuster und die große Angst, etwas falsch zu machen. Wir sprechen darüber, warum niemand beziehungsunfähig ist, sondern oft zu stark geschützt und wie alte Erfahrungen unser heutiges Liebesleben prägen. Nina ordnet Dating-Mythen, Bindungstypen und Social-Media-Ratschläge ein und erklärt, warum Selbstverbindung wichtiger ist als perfekte Strategien. Ein ehrliches Gespräch über Liebe, Verantwortung und die Frage, was Beziehungen wirklich tragfähig macht. Wenn dir das Video und dieser Kanal hier gefallen, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du den Kanal einmal abonnierst. Das ist eine einfache und kostenlose Art und Weise, wie du uns unterstützen kannst. Vielen Dank an alle, die schon dabei sind und jetzt ganz viel Freude bei der Podcast-Folge mit Nina Deisler. Nina, denkst du, es gibt Menschen, die grundlegend beziehungsunfähig sind? Nein. Einfache Frage, einfache Antwort. Ich glaube, kein Mensch ist von Grund auf beziehungsunfähig. Was wir eher sind, ist, wir sind zu gut geschützt. Also wir haben zum Beispiel schlechte Erfahrungen gemacht, auf welche Art und Weise auch immer. Oder wir haben Ängste vor irgendwas. Und wir versuchen einfach schlechte Erfahrungen zu vermeiden. Wir versuchen uns zu schützen vor schlechten Erfahrungen. Und das führt dann einfach zu allerlei Beziehungsmustern, zu Verhalten, das nicht beziehungsförderlich ist, zu Rückzug, zu allen möglichen Dingen, die es dann eben schwierig machen, mit jeweils dieser Person eine Beziehung zu führen. Aber beziehungsunfähig ist keine Charaktereigenschaft, die jemand hat. Du sagst, du hast das Gefühl oder du denkst, wir sind oft zu viel oder zu sehr geschützt. Was genau meinst du damit? Naja, weißt du, jeder Mensch versucht nach Möglichkeit, Schmerz zu vermeiden. Das Problem ist nur, dass wir, wenn wir den Fokus haben auf Schmerzvermeidung, dass wir sehr häufig damit auch Erfahrungen vermeiden, die sehr schön sein können. Dass wir Erfahrungen vermeiden, von denen wir lernen könnten, an denen wir wachsen könnten, die uns helfen könnten. Weil ich glaube, jeder, der schon mal verliebt war, der weiß, ja,
wow, fühlt sich toll an, aber natürlich birgt es immer ein Risiko. Und es gibt so einen Satz, ich weiß nicht mehr, von wem der ist. Ich habe den gelesen, ich fand den so schön. Alles, was du willst, ist auf der anderen Seite der Angst. Und ich würde jetzt nicht sagen, alles, was du willst, ist auf der anderen Seite der Angst, aber es ist schon was Wahres dran. Aber wenn wir immer auf unsere Angst hören und versuchen, uns vor dem Schmerz zu schützen, der da kommt, dann verpassen wir ganz viel. Gab es eine Zeit, wo du dich stark schützen wolltest? Oh ja, oh ja. Ich glaube, das ist was ganz Menschliches, was wahrscheinlich jeder schon mal erlebt hat. Und manchmal ist es ganz subtil. Sehr offensichtlich ist es, wenn man wirklich von jemandem sehr enttäuscht worden ist. Dass man dann merkt, so, oh, mein Herz ist gebrochen, das soll mir nicht nochmal passieren. Bei mir war das subtiler. Bei mir war es so, dass ich in meiner Kindheit immer wieder viel Unsicherheit erlebt habe. Also, dass ich mich auf gewisse Dinge nicht verlassen konnte, dass ich manchmal nicht so recht wusste, woran ich bin, so auch in der Familie, obwohl das nie böse gemeint war, aber ich habe einfach viel Unsicherheit erlebt. Und ich habe dann einfach immer versucht, mich vor dieser Unsicherheit und vor negativen Konsequenzen, die eine Unsicherheit mit sich bringt, zu schützen. Und was ich gemacht habe, war, ich bin ein Mensch geworden, der einfach sehr viel selber gemacht hat. Und dann gab es diesen Spruch, wenn es gut sein muss, musst du es selber machen. Und der ist ja auf den ersten Blick voll nachvollziehbar. Aber wenn man mal genauer drüber nachdenkt, heißt das natürlich auch, ich vertraue niemand anderem. Ich vertraue niemand anderem, dass er irgendwas so machen kann, dass es mir gut geht damit. Ich muss die Dinge selber machen, wenn sie gut werden sollen. Und das hatte dann natürlich auch zur Folge, dass ich sehr, sehr schlecht darin geworden bin, zu vertrauen, dass ich sehr schlecht darin geworden bin, mich fallen zu lassen, dass ich sehr schlecht darin geworden bin, mich lieben zu lassen. Männer konnten in der Regel nicht viel für mich tun, weil ich habe ja alles selber gemacht. Und das wirkte auf den ersten Blick gar nicht wie ein Schutzmuster, war es aber. Das heißt, so deine Glaubenssätze waren, ich muss es kontrollieren und ich vertraue niemandem. Das heißt, du hattest irgendwo Angst davor, Kontrolle abzugeben und irgendwo auch Angst davor zu vertrauen kann man, glaube ich, nicht sagen, aber Angst davor, dich da auch zu öffnen in der Hinsicht. Im Grunde ja. Und das ist ja das Verrückte, Leon, bei Glaubenssätzen, dass wir, also wenn du mir vor 10, 15 Jahren oder 20 Jahren diese Glaubenssätze, die du mir jetzt gerade sagst, wenn du mir die gesagt hättest, das sind deine Glaubenssätze, hätte ich gesagt, nein, gar nicht. Du hast aber vollkommen recht. Heute weiß ich das, ne? Weil heute bin ich dadurch, dass ich gewisse Dinge erkannt habe, gereift und ich merke, dass ich mir bei manchen Sachen wirklich in die Tasche gelogen habe. Wir erkennen unsere Glaubenssätze ja nicht daran, dass wir uns das sind ja keine Sätze, ne, die wir uns so sagen im Kopf, ich vertraue niemandem, sondern es sind ja Dinge, die wir leben. Es sind Realitäten, nach denen wir handeln. Und manchmal merken wir unsere Glaubenssätze erst, wenn jemand nachfragt. Also in dem Fall zum Beispiel, ne, so dieses, wenn es gut werden will, muss man es selber machen. Und als guter Coach, ne, würde ich dann nachfragen, würde sagen, aha, also wenn man es nicht selber macht, wird es nicht gut. Warum nicht? Und dann kommt man irgendwann zu, mit anderen Worten, du vertraust anderen Menschen nicht wirklich. Und dann ist der Mensch, dem ich das heute aus der Coach-Position sage, meistens ziemlich platt und sagt, what? Moment. Damn, stimmt. Und so ging es mir eben auch. Und das ist so das Tückische daran, dass sich unsere Muster, unsere Glaubenssätze, unsere Identität manchmal ganz gut versteckt. Und dass das, selbst wenn man selber hinguckt, im ersten Moment alles sehr, sehr logisch und sehr sinnvoll erscheint. Am Ende ist es aber das Ergebnis, das dabei rauskommt, das ich mir angucken muss. Und wenn mir das nicht gefällt,
dann kann ich merken, dass ich mir vielleicht ein bisschen in die Tasche lüge. Und was war bei dir das Ergebnis dieser Glaubenssätze? Das Ergebnis war, dass ich häufig in Beziehungen gelandet bin, wo die Männer mich wirklich toll fanden. Also du bist so toll, ne, die mich irgendwo auf eine gewisse Art auch bewundert haben. Aber wo es nicht wirklich eine Nähe gab, ne, wo es nicht wirklich so ein, oder manchmal eben dann auch keine dauerhafte Beziehung gab. Und das hat sich ganz stark verändert, als ich meinen Mann kennengelernt habe, weil der hatte einfach so einen Narren an mir gefressen und der fand mich einfach wirklich so toll und der wollte so gerne mit mir zusammen sein, dass der sich nicht so leicht hat ins Boxhorn jagen lassen. Und dann sind wir eben in der Beziehung durch so eine Phase gegangen, wo ich dachte so, aber das muss jetzt irgendwie, ne? Und sein inneres System hat halt dagegen gearbeitet und hat halt gesagt, nee, muss gar nicht. So, und daran wäre auch unsere Beziehung fast zerbrochen. Und ich habe dann eben wirklich irgendwann mich hingesetzt und habe gesagt, okay, Moment, irgendwas läuft hier schief. Was passiert hier? Und dann habe ich unter anderem eben das gefunden, worüber wir gerade gesprochen haben, dass ich dachte, oh stimmt, ne? Mir kann man eigentlich gar nicht helfen in dem Sinne. Und das ist ja total doof. Wir machen eine ganz kurze Pause, in der ich euch einmal daran erinnern möchte, falls ihr das Video auf YouTube schaut, einmal auf den Like-Button zu klicken und falls ihr das Ganze über Spotify oder Apple Podcasts anhört oder anschaut, uns einmal eine Bewertung für den Kanal zu hinterlassen. Damit unterstützt ihr uns und wir können weiterhin sicherstellen, die besten Leute hier in den Podcast zu holen und unsere ganze Energie hier reinzustecken. Danke für eure Unterstützung und jetzt zurück zur Folge. Wir haben jetzt in ein paar Tagen Valentinstag, auch wieder ein Tag, wo viele Menschen dann, also entweder wahrscheinlich mit ihrem Partner sind oder vielleicht Single sind, alleine sind und dann automatisch mal in diesen Gedanken kommen, wie schaut es eigentlich gerade mit meinem Beziehungsleben aus? Und du hast mir gerade auch im Vorgespräch, wir waren noch einen Kaffee trinken, hast du mir erzählt, dass auch eine Freundin zu dir gesagt hat, dass sie das Gefühl hat, dass aktuell Dating einfach auch eine schwierige Angelegenheit ist. Denkst du, das hat was unter anderem damit zu tun, dass Glaubenssätze wie die, über die wir gerade gesprochen haben, vermehrt in den Köpfen sind? Nee, ich glaube, es ist sogar noch mal was ganz anderes. Und schicken wir mal eine Sache voraus, ne? Valentinstag ist ein so grausamer Feiertag. Für alle. Ja, für alle. Weil überall siehst du Herzchen und alles in Herzform und Blumen und denk an den Valentinstag. Und wenn du Single bist, erinnert dich der Valentinstag daran, dass du niemanden hast, der dir Blumen schenkt. Also wenn du jetzt Single bist, dann schenk dir selber Blumen, ist okay. Und wenn du in einer Partnerschaft bist, ist es auch so dieses, soll ich da was machen oder soll ich nichts machen oder ist das kitschig, wenn ich was mache? Ich find's furchtbar. Mein Lieblingsspruch ist immer, stell dir vor, es ist Valentinstag und keiner geht hin. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, diese Glaubenssätze, über die wir gerade gesprochen haben, ich glaube, die sind nicht neu. Ich glaube, was aber neu ist, dass wir so wahnsinnig viel darüber nachdenken, dass wir totale Angst haben, was falsch zu machen und dass wir auch über Social Media so viele Einflüsse haben und dass es einfach auch wahnsinnig viele Menschen da draußen gibt, die so Regeln aufstellen. Und ich meine, ich bin selber auf eine gewisse, ich bin ein Coach, der einen Instagram-Account hat, der einen YouTube-Kanal hat, der natürlich auch versucht, irgendwie Tipps zu geben. Ich versuche aber immer, das so zu machen, dass ich nicht so ein Schwarz und Weiß habe, dass ich also niemandem sage, das musst du machen und das sind die Regeln. Und ich sehe einfach, dass viele Menschen einfach sehr verunsichert sind, weil es da draußen viele Leute gibt, die sagen, das ist falsch und das ist richtig und so musst du es machen und so musst du es nicht machen. Aber weißt du, wir Menschen, wir sind doch viel vielfältiger.
Also mein Mann hat mir beim zweiten Date einen Heiratsantrag gemacht. Ja, da würde, glaube ich, jeder Dating-Coach da draußen sagen, Kreisch, Lovebombing, Lauf, ja, alles schrecklich. Hey, wir sind seit 18 Jahren verheiratet. Also ganz so schlimm kann es nicht gewesen sein, weißt du? Und das ist sowas, was ich oft so ein bisschen vermisse, so einen differenzierten Blick darauf, dass jeder Mensch anders ist und jeder kommt von woanders her. Und du kannst einem Menschen, der eher, ich sag jetzt mal, bindungsängstlich ist, der braucht ganz andere Tipps als jemand, der sehr bindungssicher ist oder der ambivalent ist oder jemand, der Angst hat vor Beziehung, weil er vielleicht in der Familie mega schlechte Erfahrungen gemacht hat. Der hat ganz andere Voraussetzungen als jemand, der sich unsicher ist, weil er vielleicht von seinem letzten Partner einfach noch enttäuscht ist. Das ist alles nicht das Gleiche. Auch wann was passiert. Ich hatte zum Beispiel neulich eine Klientin, die sagte, ja, aber Nina, du hast doch mal gesagt, wenn ein Mann dich wirklich will, dann merkst du das. Dann denke ich mir, habe ich gesagt. Aber das Ding ist, der Mann, mit dem sie da gerade im Kontakt war, den hatte sie gerade erst kennengelernt. Wie sollte dieser Mann sie jetzt schon wollen? Der kennt sie ja noch gar nicht richtig. Also der Zeitpunkt ist ja da auch entscheidend. Und man kann ja im Grunde nicht 80 Millionen Menschen vor sich haben und denen und glauben, dass für alle dieselben Tipps gelten und für alle dieselben Regeln gelten. Das geht ja gar nicht. Und ich glaube, dass das wahnsinnig viele Menschen verunsichert, in Kombination eben mit dieser Angst vor Schmerz. Weil man versucht einfach irgendwas zu finden, an das man sich halten kann, damit man sich diese Enttäuschung erspart. Klappt so mittel. Und diese Tipps, die man auf Social Media bekommt, sind ja 30, 45, 60 Sekunden lang. Da passt ja nur ganz wenig Input rein. Das heißt, man generalisiert das, weil man möglichst viel Aufmerksamkeit bekommen möchte. Genau. Und dann geht eigentlich genau das verloren, was du gerade gesagt hast. Diese Palette an, wir haben verschiedene Bindungstypen. Ja, jemand, der bindungsängstlich ist, hat ganz andere Probleme als der bindungssicher ist. Weil der bindungsängstlich ist, hat die ganze Zeit das Gefühl, alles wird eng ständig bei mir. Und der bindungssichere Typ hat das Gefühl, irgendwie hat keiner Bock auf eine sichere Bindung, so gefühlt, ne? Das heißt, da entstehen aus der Dynamik, weil es ja nicht nur um eine Person geht. Weil es nicht nur um eine Person geht, entstehen auch verschiedene Situationen und Probleme, ne? Abhängig von der Art und Weise, wie du bist und dem Gegenüber. Das ist auch unberechenbar. Du kannst es auch nicht kontrollieren, weil die Dynamik kannst du nicht kontrollieren. Du kannst vielleicht dich selber ein bisschen kontrollieren, in deinem Verhalten und so weiter. Aber den anderen Menschen kannst du niemals kontrollieren. So ist es. Und gerade diese Unkontrollierbarkeit ist ja eigentlich das Spannende, ist dieses Wachstumsfeld. Und sind wir mal ganz ehrlich, auch diese Bindungstypentheorie ist ja eine ganz krasse Vereinfachung. Ne? Da hast du diese 4,5 verschiedenen Bindungstypen und damit sollen dann alle Leute abgedeckt sein. Das ist doch Schwachsinn. Entschuldigung, ja? Aber ich habe auch mal ein Stück darüber gemacht, wo ich über diese Bindungstypen gesprochen habe, weil die sind total populär, weil die eben so schön einfach sind. Und weil man die in einem Instagram-Karussell einmal komplett abhaken kann. Aber wir Menschen sind doch viel vielschichtiger als 4, 5 Typen. Und genau das, was du gerade sagst, diese Dynamik, die da aufeinander kommt, das ist genau dieses Feld, in dem sich gewisse Dinge auch dann entwickeln. Und meine Erfahrung ist, dass wir häufig zu sehr im Außen orientiert sind. Dass wir denken so, ich will dem anderen gefallen, entsprechen oder ich will nicht von ihm verletzt werden oder ich will nicht abgelehnt werden. Dann bist du immer bei der anderen Person, aber auch bei dem, was du halt möchtest oder nicht möchtest. Aber du bist eigentlich gar nicht bei dir, bei diesem, wer bin ich und was ist mein Angebot und was habe ich eigentlich zu geben und warum bin ich vielleicht auch in gewissen Beziehungen
leicht verletzbar oder leicht zu verängstigen. Was ist eigentlich mit mir los? Also wir sind häufig gar nicht so sehr im Kontakt mit uns selber, sondern wir wollen wahnsinnig gerne von der anderen Person gemocht werden, gleichzeitig aber auch uns nicht so sehr zeigen, dass wir verletzt werden können und dann tanzt man so einen ganz komischen Tanz irgendwie miteinander, der dann auf lange Sicht meistens nicht zu einer wirklich echten und liebevollen Beziehung führt. Ich möchte nochmal zurückkommen zu der Problematik, die du gerade beschrieben hast, dass gerade in der heutigen Zeit es anscheinend schwieriger wird, weil wir so viel Angst haben, Dinge richtig oder falsch zu machen. Wenn Menschen zu dir kommen, was beobachtest du und woran machst du das fest? Du meinst, was die Angst angeht, was falsch zu machen? Ja. Dass häufig mir auch diese Fragen gestellt werden. Also das geht los bei, was stimmt nicht mit mir? Oder jedweder Variation davon. Dass Leute mich fragen, warum passiert mir das immer wieder? Oder was stimmt nicht mit mir? Und geht dann über, was muss ich tun? Und die Menschen, die zu mir kommen, machen sich häufig ganz, ganz viele Gedanken darüber, wie sie die andere Person dazu kriegen können, auf eine bestimmte Art zu reagieren. Und das erscheint ja im ersten Moment fast logisch. Wie kriege ich das denn hin, dass der andere mich mag? Aber die Frage an sich ist eigentlich schon absurd, weil wenn ich mir darüber klar werde, wie ich wirklich bin, also was ist mein Humor, was sind meine Werte, also was ist mir wirklich wichtig im Leben, was sind meine Träume, meine Ziele, meine Wünsche, was bin ich für ein Mensch, was ist mir wirklich wichtig. Und ich nehme das und ich gehe zu einer anderen Person und ich sage, guck, das bin ich. Das sind meine Macken, das sind meine Special Features, das ist mein Humor, meine Wünsche, meine Ziele. Und der andere sagt, finde ich blöd. Dann wäre es ja eine total doofe Idee, mit dieser Person eine Beziehung zu wollen. Das heißt, es geht eigentlich gar nicht darum zu sagen, wie kriege ich das hin, dass der andere mich mag, sondern erstmal dafür zu sorgen, dass man sich selber mag und dann sich wirklich zu zeigen. Und natürlich gibt es auch da Dinge, wo man sagt, okay, das geht besser oder schlechter. Aber das ist nur ein ganz kleiner Moment davon. Ja, zu sagen, okay, sag es vielleicht lieber so und nicht so. Das hatten wir ja, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, so im Flirt. Ne? Es gibt Dinge, die man besser ausdrücken kann. Aber am Ende, wenn du jemandem nicht gefällst oder wenn jemand mit deinem Lifestyle nicht klarkommt oder, dann ist es ja völlig egal, was du sagst. Es geht am Ende ja darum, dass zwei Menschen sich erkennen darin, wie sie sind und sich überlegen können, passt das zu mir und passt das für mich? Ich stimme dir da zu 100% zu und ich denke, die meisten, die zuhören, auch. Aber aus meiner Sicht ist die Sache oft dann im realen Leben noch so viel komplexer. Das heißt, es ist halt leider auch oft nicht so, dass wir jetzt eine Palette an potenziellen Datingpartnern haben. Also offensichtlich oder offiziell schon, ne, wenn man die Dating-App aufmacht. Ja. Aber wenn wir mal ins reale Leben gehen, so treffen wir nicht ständig Menschen, mit denen wir jetzt in Connection gehen. Wir treffen nicht ständig Menschen, die dann auch offen sind in dem Moment, wenn wir es sind. Wir treffen nicht ständig Menschen, mit denen wir dann auch noch in Resonanz treten, wo man das Gefühl hat, ich kann jetzt so sein, wie ich bin und die Person sieht es auch und wir genießen diesen Austausch. So, das heißt, oft ist da, was ich auch so mitbekomme, eigentlich eher ein Mangel so an potenziellen Partnern, auch aufgrund des Lebens, weißt du? Die Leute sind sehr beschäftigt. Man versucht vielleicht noch seine Freunde auch nochmal zu sehen, nochmal sein Hobby reinzuquetschen. Einige haben vielleicht sogar schon Kinder und Familie und das saugt alles so viel Zeit auf. Und gleichzeitig ist da halt der Wunsch
nach einem Partner. So, und das alles kommt zusammen. Und dann vielleicht triffst du eine Person, wo du merkst, ja, eigentlich stimmt es nicht so richtig, aber das ist gerade die einzige Person, die ich gerade treffen kann oder die ich gerade kenne und dann macht man Kompromisse am Ende. So. Und vielleicht denkt man sich in dem Moment, ja, eigentlich passt es nicht so richtig. Und ich bin ja auch zufrieden mit mir. Ich bin zufrieden mit meinem Leben. Aber ich habe ja auch meine Bedürfnisse und irgendwo genieße ich das ja auch jetzt, mich mit jemandem zu treffen. Und dann ist es so viel komplexer, wenn man mal so darüber nachdenkt, als einfach nur, bin ich im Reinen mit mir und passt es oder passt es nicht, weil ich denke, für viele Menschen gar nicht erst die Option da ist, jetzt sozusagen, okay, gut, dann treffe ich mich mit jemand anderen. Weißt du, was ich meine? Ja, total. Na klar. Ist tägliche Realität von Menschen, die zu mir kommen. Und du hast in dem, was du gerade gesagt hast, schon ganz, ganz viele Gründe genannt, die wir häufig so als gegeben annehmen, wo ich sage, sind die wirklich so gegeben? Also zum Beispiel, ich habe nicht so viel Zeit. Das ist so ein ganz, ganz typisches Thema und das ist so typisch für die heutige Zeit. Und ich glaube, dass wir uns da nicht in allen Fällen, aber in vielen Fällen auch so ein bisschen in die Tasche lügen. Was ich zum Beispiel erlebe, ist, dass viele Menschen, die zu mir kommen, die Single sind, die sagen mir dann, ja, ich habe gar nicht so viel Zeit. Ich so, okay, 24 Stunden hat der Tag, 7 Tage hat die Woche. Was machst du mit dieser Zeit? Weil wir können Zeit gar nicht haben. Zeitmanagement ist im Grunde Prioritätenmanagement. Also was hat in deinem Leben alles Priorität? Was sind die Dinge, die du wirklich priorisierst? Und erzähl mir jetzt bitte nicht das, was du glaubst, sondern das, was du effektiv tust. Und was manchmal dabei rauskommt, ist zum Beispiel, dass relativ viele Menschen sehr viel Zeit bei der Arbeit verbringen und manchmal gar nicht unbedingt, weil sie es wirklich müssen, sondern weil die Arbeit ein Ort ist, an dem ich genau weiß, was ich tun muss, um gewisse Ergebnisse zu haben. Ja, wo ich einfach dieses Schema von hier fühle ich mich sicher, ja, weil ich weiß, ich packe den Input rein und es kommt der Output raus. Dieses Unkontrollierbare, von dem du gerade gesprochen hast, was zwischen zwei Menschen in einer echten Beziehung ist, hast du im Job relativ selten, sondern du hast ein relativ klares System. So. Und manchmal erlebe ich, dass also Menschen sich so daran gewöhnt haben, dass sie sich ihre Bestätigung im Job holen, dass sie, ohne dass sie es gemerkt haben, jobsüchtig, könnte man es nennen, geworden sind. Und dann haben sie, plötzlich gar keine Zeit mehr. Und dann wollen sie ja noch dies und das und jenes machen. Andere haben sich wahnsinnig gut durchorganisiert. Und da ist gar kein Raum. Und der Punkt ist, natürlich ist die Sehnsucht da nach einer Partnerschaft. Aber wenn ich in meinem jetzigen Leben als Single keine Zeit finde, jemanden kennenzulernen, dann wie soll denn dann die Partnerschaft später aussehen? Also wie viel Quality Time, wie man das so schön nennt, will ich denn dann mit meinem Partner und aus welcher Rippe schnitze ich mir die dann? Und das ist so das Erste, was ich mir auch mit Menschen so ein bisschen angucke. Was sind deine Gewohnheiten? Was sind deine Prioritäten bisher im Leben? Was machst du mit diesen 24 mal 7 Stunden, 7 mal 24 Stunden jede Woche? Und häufig kommt wirklich dabei raus, dass auch dieses, ja, also Leute finden nicht Zeit, irgendwie vor die Tür zu gehen, haben aber 7 Stunden Bildschirmzeit am Handy. Interessant. Und da kommt dieser Moment, wo wir merken, wir erzählen uns häufig eine Geschichte davon, dass wir wenig Zeit haben, aber wir verbringen diese Zeit mit Dingen, die wenig Risiko uns anbieten. Und das ist halt leider so verbreitet, dass jeder dieses Märchen in Anführungszeichen glaubt. Nicht falsch verstehen, es gibt Leute, gerade du hast Kinder angesprochen, ne, wo es wirklich schwierig ist. Gar keine Frage. Was ich aber merke, ist,
dass wir manchmal, so wie du sagst, uns an Menschen klammern, die nicht das sind, was wir wollen oder nicht das Gleiche wollen wie wir selber. Und man denkt sich, aber bevor ich jetzt gar nichts habe, dann lieber das. Aber der Punkt ist doch, dass jeder Tag, jede Nachricht, jede Sekunde Aufmerksamkeit, die ich jemandem widme, von dem ich eigentlich schon weiß, das ist nicht der Partner oder die Partnerin, die ich möchte, und es ist nicht die Partnerschaft, die ich möchte, ist ja meine Aufmerksamkeit fokussiert. Und ich kann in dieser Zeit den Menschen, der vielleicht besser zu mir passen würde, nicht kennenlernen. Ja. Und dann wähle ich ja im Grunde zwischen, lieber nur so mittelglücklich, aber wenigstens nicht allein. Ja, und es könnte eigentlich auch ganz cool sein. Ich habe mich in einigen Sachen gesehen, die du gesagt hast. Also zum einen muss ich sagen, der Podcast hat bei mir Prio momentan. So, das ist einfach so und der nimmt wirklich sehr viel Raum ein. So. Und das ist eigentlich der Fall, seit ich den gestartet habe. Mhm. Und ich kann mich erinnern, vor 1-2 Jahren hat mir mal ein Freund und auch Psychologe gesagt, Leon, wenn du eine Beziehung haben möchtest, dann brauchst du dafür auch Raum. Mhm. Und dann musst du diesen Raum auch schaffen. Mhm. So. Das ist ein Satz, den ich gehört habe. Mhm. Den bestimmt andere auch hören. Dann gibt es andere Leute, die sagen, wenn die richtige Person kommt, dann werde ich mir die Zeit nehmen. Mhm. Irgendwie ist das ja ein bisschen widersprüchlich. Jein. Wie stehst du dem gegenüber? Beides ist richtig. Ja, nichts davon ist falsch. Der Punkt ist nur, wie soll die richtige Person kommen, wenn du so viel Zeit in deinem Studio verbringst? Und das ist, glaube ich, dieser Punkt, ne, dass was ich zum Beispiel immer sage, ist, wenn du immer wieder mit den gleichen Leuten an die gleichen Orte gehst und die gleichen Dinge tust, dann kann sehr schwer etwas Neues passieren und dann kann sehr schwer jemand Neues dich finden. Und es geht jetzt nicht darum, um Gottes Willen, ne, dass man jetzt irgendwie, keine Ahnung, 4 Tage die Woche ausgehen soll. Das ist gar nicht, was ich meine. Was ich aber manchmal merke, ist, wir gehen schon irgendwo hin, aber habe ich gerade gestern wieder erlebt in einem Coaching, wo ein junger Mann mir sagte, ja, du hast recht, mir fällt auf, ich gehe an all diese Orte und da sind auch andere Männer, aber ich gucke mir doch eher nur die Frauen an. Und dadurch hat er dann gemerkt, dass er im Grunde an den Orten, wo er in Verbindung mit Menschen kommen könnte, durch diese Dating-Linse guckt. Also er guckt sich dann die Frauen an und dann sind da, keine Ahnung, 7 Männer und 12 Frauen und er guckt sich diese 12 Frauen an und davon gefallen ihm 2. Und dann hat er aber sofort Angst, auf diese beiden zuzugehen, weil was ist, wenn er sich da blöd anstellt, ne? Und dann kriegt er vielleicht eine Abfuhr und dann kann er da vielleicht auch nicht mehr hingehen, ne? Wenn das irgendwie Yoga oder Breathwork oder was auch immer ist. Und ich sag, guck mal, was wäre denn, wenn du diese 19 anderen Leute, die da sind, mal nicht durch diese Linse betrachten würdest von, diese Person finde ich jetzt attraktiv, ja, mit der hat meine Fantasie irgendwie eine Idee, was sie damit anfangen könnte, sondern da sind 19 coole Leute, die offensichtlich das Gleiche gut finden wie ich. Die könnte ich alle kennenlernen. Und die könnten mich kennenlernen. Und es ist ja nicht gesagt, dass zum Beispiel jetzt diese eine Frau, die er vielleicht besonders toll findet, dass die wirklich zu ihm passt. Und es ist auch nicht gesagt, dass jemand anders und vielleicht ein anderer Mann, der da ist, nicht eine Schwester hat, die er richtig toll finden könnte. Weißt du, wir haben oft weil wir diese Zeitnot haben wir so dieses Ding so, wir müssen jetzt jemanden sehen und dann müssen wir da alles richtig machen und dann das wäre so cool, wenn das klappt. Aber das ist ja eine Wahnvorstellung, weil dieser erste Eindruck, den wir von jemandem haben, der trägt ja nicht.
Das ist ja nicht so, dass der wahr ist, dass man sagt, da ist jemand, der gefällt mir und deshalb muss ich jetzt, das muss dann alles klappen. So, das ist ja Quatsch. Und wenn ich wieder anfange zu merken, dass das, was mir als Mensch gut tut, Verbindung ist mit anderen Menschen, nicht nur mit einer Person, die dann all meine Bedürfnisse erfüllen soll, sondern mir ein soziales Umfeld schaffe, ein tragfähiges soziales Umfeld schaffe, weil dann kriege ich ja auch ein Feedback. Und dass Leute mir sagen, ey, das finde ich so cool. Oder dass Leute mir auch sagen, ey, das finde ich so gar nicht cool. Und dass ich merke, okay, ja, das bin ich. Auch durch das, was ich gespiegelt bekomme, nicht nur von einer Person, sondern von vielen Personen. Dass mir das hilft, dass mir das auch manchmal Bedürfnisse erfüllt, die ich sonst so verzweifelt in Anführungszeichen suche in einer Partnerschaft. Es ist sehr wahr, was du sagst. Letztes Jahr war ich auch sehr viel am Arbeiten an meinem Podcast und das war so eine Zeit, da habe ich mich teilweise auch ein bisschen isoliert und dementsprechend habe ich auch wenig Frauen so kennengelernt zu der Zeit. Und dann kam mir, also ich war so in dieser Situation, dass ich auch den Weitblick gar nicht hatte. Und dann kamen so Gedanken hoch, ja, Leon, vielleicht bist du nicht mehr attraktiv oder solche Sachen, ja. Also eigentlich absurd, so wenn man darüber nachdenkt, ne? Aber also wer diesen Gedanken jetzt nicht absurd findet, der hört dich nur auf Spotify, ne? Der hat dich noch nie auf YouTube gesehen. Aber jetzt werde ich ganz rot, jetzt kommt die Scham. Ist okay. Nee, aber wirklich, ich war dann so in diesem Tunnel drin und ich denke, viele sind da, weil solche Gedanken kommen, wenn man sich isoliert und man keine Kontakte mehr hat und man vergisst, dass es die Situation ist und nichts mit dir zu tun hat. Und dann habe ich seit längerer Zeit dann mal wieder eine Fernreise gemacht, ne? Die ich mir auch mal wieder leisten konnte, wo ich dann auch mal wieder die Zeit hatte, weil es hat ja mit dem Podcast auch gedauert, bis ich das alles aufbauen konnte. Das hat diese Energie auch gezerrt und gebraucht. Und dann habe ich gemerkt, dann war ich da und dann habe ich so gemerkt, krass, ich lerne jeden Tag so viele Menschen kennen und wir sind alle interessiert aneinander und dann habe ich gemerkt, ja, in diesen 2-3 Wochen habe ich so viele neue Kontakte geknüpft, ja, habe eine ganz tolle Frau aus Spanien kennengelernt, die mich jetzt auch nochmal eingeladen hat, so auf dem Wochenende und so und zu ihrem Geburtstag und dies und das. Und das heißt, das ist so wahr, was du sagst, dass wenn wir mal rausgehen, dass man da ganz viel erleben kann, auch Dinge, weißt du, einfach rausgehen, dann lernst du Leute automatisch kennen. Wenn du an einen Ort gehst, wo Socializing stattfindet, sei es in der Tanzschule, sei es in der Bar, sei es in der Disco, sei es wo auch immer. Dieser Schritt einfach nur mal sich in diese Masse zu begeben oder mal sich nicht zu isolieren. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Das ist schon so fast schon, finde ich, der erste Schritt. Und dann aber, wenn man da ist, das finde ich auch nochmal ganz besonders interessant, was du gerade gesagt hast, auch nicht danach zu suchen, durch diese Dating-Insel, so hast du es genannt, ne? Weil, wenn du das hast, aus meiner Perspektive, baust du da schon direkt so eine gewisse Spannung in Situationen auf, die du gar nicht brauchst. Das nimmt so ein bisschen die Leichtigkeit daraus. Also ich kenne das selber, ne? Ich war auch mal in Situationen, wo ich mir dachte, wow, okay, da muss ich jetzt in Aktion gehen oder so, ne? Und dann hat es meistens nicht geklappt. Und wenn ich aber einfach nur gar keine Erwartungen habe und einfach entspannt, relaxed bin und ich selbst bin und ich quatsche einfach mit den Leuten, auf einmal merkst du so krass, die Leute, weiß nicht, die Dynamik ist attraktiver als diese Spannungsdynamik, die du aufbaust, wenn du, ich glaube, das ist immer so, wenn du schon mit einer Intention in was reingehst, ne? Wenn du auch zum Beispiel mit einer Intention schon in so ein Gespräch reingehst, ich möchte ABC erzielen, dann ist da die Leichtigkeit fehlt da, das Spielerische fehlt da, weil du schon dich so einengst, so einen bestimmten Weg gehen zu müssen. Absolut. Wo fange ich an? Du hast eine Sache gesagt, die finde ich ganz wichtig und das möchte ich auch noch mal ein bisschen in den Kontext stellen, weil du gesagt hast, ne, egal wo man hingeht, jein, was du gesagt hast, war, glaube ich, dass du dich nicht isolierst. Und das ist der springende Punkt, weil du kannst dich auch an Orten, wo ganz viele Menschen sind, isolieren. Ja. Und es können 1000 Leute um dich rum sein und du kannst dich isolieren. Und das ist der Punkt. Du kannst
überall Menschen kennenlernen. Wichtig ist, dass du dich nicht isolierst. Dass du wirklich in diesen Kontakt gehst. Und du kannst auch eine Intention haben. Aber die Intention sollte eben nicht sein, hoffentlich mögen mich die anderen oder die kriege ich rum, sondern die Intention sollte vielleicht sein, ich möchte eine gute Zeit haben. Und ich möchte, dass auch die Menschen, die um mich rum sind, eine gute Zeit haben. Das ist eine sehr hilfreiche Intention dann. Das ist total okay. Was ich gemerkt habe, ist, was ziemlich gut funktioniert, und ich glaube, das wird das sein, was du auch erlebt hast, wenn man in Kontexte geht, wo dieses ungezwungene Kennenlernen ein Thema ist. Ne? Also jede Form von Communities, und das ist ganz egal, was es ist. Also das kann eine Weiterbildungsveranstaltung sein, ne? Ein Workshop oder ein Barcamp oder was auch immer. Irgendwas, wo Menschen zusammenkommen, die sich noch nicht kennen, um etwas zu lernen oder sich weiterzuentwickeln. Das ist immer ziemlich gut. Irgendwas, wo Menschen irgendwas zusammen tun. Das kann auch zum Beispiel ein Projekt sein oder das kann Charity auch sein, ne? Dass man sich für andere Menschen engagiert und darüber dann Menschen kennenlernt. Überall, wo eben in irgendeiner Form Kooperation hilfreich ist, da ist es super, super einfach, Menschen kennenzulernen. Und das ist auch so eines der Dinge, die mir immer wieder begegnet, wenn ich mit Menschen spreche. So ein Thema, das oft so ein bisschen übersehen wird, ist dieses Thema des, man nennt es gerne Beitrag. Und Beitrag ist etwas, das du tust, das würde fast sagen, wichtiger ist als du selbst. Also irgendetwas, das du tust, das die Welt mit dir auf eine positive Art und Weise verändert. Das können ganz kleine Dinge sein, das können große Dinge sein. Also dass dir auch so ein Gefühl von Sinn gibt. Und Menschen, die das haben, die sind häufig, auch wenn sie alleine sind, fühlen die sich weniger einsam, weil die so ein Ding haben, wo sie sagen, okay, das ist mir wichtig und dafür setze ich mich auch ein. Und Menschen, die das nicht haben, fühlen sich häufig sehr viel einsamer. Da ist auch die Stimme im Kopf lauter, die negative Stimme. Und das Beste, was man tun kann, ist so etwas zu finden, etwas, das man tun möchte, wofür man sich einsetzen möchte und das mit anderen zusammen zu tun. Dann ist es fast unmöglich, nicht jemand Passenden kennenzulernen. Das hilft total gut. Und das ist mir noch eingefallen, dieses, was du sagtest, diesen inneren Dialog, den du da hattest mit dir, ne? Den haben ganz viele Menschen, den haben wir fast alle. Und das Blöde ist, dass der häufig so, diese Stimme im Kopf ist oft nicht dein Freund, ne? Also gerade wenn du viel alleine mit dir bist, dann sagt die manchmal ziemlich blödes Zeug. Alleine sein ist, glaube ich, gar nicht unbedingt der Punkt aus meiner Sicht, sondern auch die Lebenssituation. Du kannst alleine sein in einer super Lebenssituation und dann hast du einen guten Dialog. Aber wenn deine Lebenssituation gerade herausfordernd ist, wenn du viele Probleme hast, wenn du vielleicht auch existenzielle Ängste hast, so wie es bei mir war, dann ist der nicht so einfach. Ja, das stimmt. Ja. Und das ist so schade eigentlich, weil genau da bräuchte man ja eine aufmunternde Stimme. Und ich glaube, das ist ein Thema, das ist ja auch schon häufiger bei dir im Podcast besprochen worden, ne? Dass wir häufig diese Stimme, die wir da in uns haben, dass wir Menschen imitieren, die vielleicht, ja, die uns entweder nicht so wohlgesonnen waren oder die es vielleicht sogar gut gemeint haben mit uns, aber die halt schlechte Motivationsstrategien haben und dass wir uns dann so unter Druck setzen und es hilft uns ja nicht. Was hat mal jemand gesagt? Man kriegt sich selber nicht besser gemeckert. Das fand ich ganz schön. Ja. So. Und das stimmt einfach auch. Und sich ab und zu einfach mal daran zu erinnern, dass du bist der einzige Mensch auf der Welt, bei dem du immer ganz sicher sein kannst, was er gerade denkt, der auf jeden Fall immer für dich da ist. Und es wäre doch total schlau, wenn du mit dir einen Pakt machst, dass du mit dir umgehst, wie du mit einem guten Freund umgehen würdest
und dass du mit dir umgehst, wie du von einem guten Freund erwartest, dass er mit dir umgeht. Und dann wird es meistens ganz gut. Ein Punkt, den ich nochmal kurz aufgreifen möchte, den du gerade genannt hast, ist, sich in Kontexte zu begeben. Ich finde noch wichtig, dass man da hinzufügt, in Kontexte zu begeben, wo du dich halt auch wohlfühlst. Weil einfach nur rauszugehen an irgendeinen Ort, wie du gesagt hast, bringt nicht unbedingt was, aber ich merke das selber, wenn ich in einem Umfeld bin, wo ich mich wohlfühle, wo ich das Gefühl habe, die Menschen sind mir gleichgesinnt, dann bin ich sehr offen. Dann bin ich auch extravertiert. Wenn ich in einem Kontext bin, wo ich mich nicht wohlfühle, wo ich merke, irgendwie, das ist nicht mein Vibe, so, dann sage ich gar nichts. Ja. Also das ist Ich hatte mal einen Coaching-Teilnehmer oder einen Workshop-Teilnehmer, der erzählt hat, dass er sich total schwer damit tut, Frauen kennenzulernen. Und dann haben wir ihn gefragt, wo er hingeht. Und dann hat er halt erzählt, er geht halt in Clubs. Aber er hasst es. Ja, man muss doch irgendwie ausgehen, um jemanden kennenzulernen. Und ich so, und wie klappt das so? Ja, gar nicht. Und ich sage, wie geht's dir? Ja, das ist furchtbar und ich mag das eigentlich auch nicht. Ich kann auch nicht tanzen. Und naja, ich meine, klar, ne, du gehst also irgendwo hin, wo du dich richtig unwohl fühlst, stehst dann da und denkst die ganze Zeit, oh, Wurzelbehandlung wäre besser. Ne, so, dann ist ja logisch, dass du niemanden kennenlernst, weil man sieht ja schon von weitem, oh Gott, da ist jemand, der ist irgendwie... Der fühlt sich nicht wohl. Und dann gehst du ja auch nicht hin zu so einer fremden Person und sagst, hey, du siehst irgendwie aus, als geht's dir nicht gut. Weißt du, so, das machst du ja nicht. Ja, also, das macht nicht attraktiv, definitiv. Und dann gibt's aber natürlich wiederum Menschen, die so Angst haben vor dem Urteil von anderen, dass die sich in keiner Situation wohlfühlen, wo irgendwelche anderen Personen sind. Und das ist dann der Moment, wo es eben wirklich hilft, sich anzufangen zu trauen, sich zu zeigen. So ein bisschen. Immer so kleine Schritte rauszumachen und zu merken, hey, ich bin offensichtlich doch gar nicht so schlimm, wie die Stimme in meinem Kopf mir immer erzählt oder wie vielleicht meine Mutter oder mein Vater oder wer auch immer mir immer versucht hat zu verkaufen. Ich habe in meinen Workshops so eine kleine Sache, die ich mache, und ich bin jedes Mal völlig fasziniert von dem, was dann passiert. Also stell dir vor, in meinem Workshop sitzen 30, 40, 50 Leute, Männer und Frauen von 25 bis 60 oder so. Und dann sage ich stelle euch mal eine Frage und ich möchte, dass ihr wirklich ehrlich antwortet. Hebt die Hand, wenn euch das bekannt vorkommt. Hast du oft das Gefühl, dass du so ein bisschen anders bist als andere? Hast du das Gefühl, dass du vielleicht nicht so richtig dazugehörst? Ja, dass du so ein bisschen, nicht so richtig weißt, ne? So wie du das machst und dass du denkst, du bist nicht so wie die anderen. Und dann wenn im Raum 40 Leute sind, dann heben 39 die Hand. Und das ist dann immer sehr lustig, weil es ist fast immer eine oder zwei Personen, die die Hand nicht heben. Manchmal ist eine der beiden jemand, der die Hand eigentlich heben wollte, sich aber nicht getraut hat und dann merkt, oh, ja, und eine Person ist dabei, die dachte, nö, ich bin eigentlich wie alle anderen. Und das ist dann plötzlich die einzige Person im Raum, die nicht ist wie alle anderen. Also das ist noch, deshalb muss ich dann immer schmunzeln, weil da ist noch so ein Witz versteckt in der Situation. Aber das ist dann der Moment, wo sich auch die Stimmung im Raum dramatisch verändert, weil alle gucken sich um, ne? Also fast alle haben die Hand gehoben und jeder dachte, er ist jetzt der Einzige, so, der jetzt so mutig ist und die Hand hebt und stellt fest, oh, das geht allen so. Und dann tritt so eine Erleichterung plötzlich ein. Und der Grund, warum uns das bis zu diesem Moment vielleicht nicht bewusst war, ist, dass wir uns schämen für diesen Gedanken. Dass es uns peinlich ist, ne? Dass wir denken so, ja, ich
bin halt nicht so wie die anderen und dann versucht man sich das nicht anmerken zu lassen. Und man versucht sich irgendwie, ne, dass das nicht auffällt. So. Und das macht man auf unterschiedliche Arten und Weisen. Ne? Manche Leute sind dann sehr still, andere Leute sind sehr laut, andere Leute passen sich an. So jeder hat so sein Ding, wie er irgendwie versucht, so zu sein wie alle anderen, in großen Anführungszeichen, um von allen anderen akzeptiert zu werden. Und weiß gar nicht, dass es den anderen eigentlich ganz genauso geht. Und wenn du an einen Moment kommst mit jemand anderem, wo beide das merken, dann wird es meistens ziemlich gut. Und ich glaube, das ist das, was so in dem Dating-Verhalten, das wir uns so angewöhnt haben heutzutage, so ein bisschen fehlt. Und wer hat das denn gesagt? Ich glaube, nee, ich komme nicht drauf. Ich habe das neulich gehört und ich fand das so witzig. Das war ein Engländer, glaube ich, der sagte, man sollte bei einem Date sein Gegenüber sehr, sehr, sehr früh fragen, what kind of mad are you? Oder how are you mad? Also was ist so deine Art, verrückt zu sein? Ne? Also was ist so dein Ding, wo du gaga bist? Und ich fand das eine total gute Idee, weil letztlich, weißt du, wir haben alle irgendeinen Hau. So, jeder von uns hat auf seine spezielle Art irgendwo einen an der Waffel. Und zu merken, das ist okay. Ja, weil jeder das hat. Jeder hat irgendwelche Special Features. Und man muss eigentlich nur jemanden finden, dessen Macke mit der eigenen Macke irgendwie so halbwegs kompatibel ist. Und ich glaube, Social Media ist da oft ein schlechter Berater, wenn wir so Feeds sehen, in denen alles so perfekt ist. Guck mal, wo ich jetzt wieder bin und ich habe so ein tolles Leben und es ist alles so schön bei mir, ne? Und das ist hier meine perfekte Familie und la. Und wir vergessen dabei manchmal, hey, niemand macht Fotos, wenn er einen Scheißtag hat. Also niemand postet, also oder zumindest sehr wenige Leute posten auf Instagram, heute geht's mir doof oder so. Bei mir ist zum Beispiel so, ich mache von jedem Tag, müssen wir gleich auch noch machen, so ein Live-Foto, das dann so 1 Sekunde lang ist. Und ich setze am Ende des Jahres, setze ich die dann zusammen. Und es gibt Tage, da fehlt ein Foto, weil das irgendwie ein blöder Tag in Anführungszeichen war. Und ich habe mir inzwischen angewöhnt, dass ich mich daran erinnere, dass ich bitte auch von so einem Tag irgendein Foto machen möchte. Ich war zum Beispiel letztes Jahr öfter krank als früher. Also ich hatte so Erkältungskrankheiten, ne, so grippale Infekte hatte ich früher eigentlich nie. Und letztes Jahr hatte ich das 2 oder 3 Mal, was mich echt genervt hat. Und meistens ist es dann so, dass ich, wenn ich krank werde, dass ich dann auch sage, okay, ich bleibe dann auch im Bett. Und meistens, wenn ich dann im Bett bleibe, dann legt sich mein Hund an mein Fußende, um mir Gesellschaft zu leisten. Und dann ist an diesem Tag dann halt da 1 Sekunde von meinem Hund an meinem Bettfußende, was mich daran erinnert, oh, guck mal, da warst du 3 Tage krank, da warst du im Bett. Und das ist okay. Und das ist auch mein Leben. Mein Leben ist nicht nur, wenn ich zu Leon Heimann in den Podcast fahre oder einen Workshop gebe oder auf der Bühne stehe oder mein Buch erscheint oder ich eine Lesung mache, sondern mein Leben ist auch, wenn ich ein Bad Hair Day habe oder wenn ich krank im Bett liege oder wenn einfach mal nichts passiert. Und ich glaube, das ist auch wichtig und das sehe ich auch als Verantwortung, wenn man in der Öffentlichkeit steht, auch ab und zu den Menschen, die einen da so beobachten, zu sagen, hey, bei mir ist auch nicht immer alles rosa und ich habe auch nicht immer alles im Griff und bei mir ist auch nicht immer alles toll. Das ist wichtig, weil das ist normal und das darf auch sein. Das ist interessant, was du machst, weil wenn du ein Foto jeden Tag machst im Jahr, dann ist es ja auch eine Momentaufnahme, aber es ist keine,
irgendwo ist es auch eine gewählte Momentaufnahme, aber es ist eine diversifizierte. Also selbst an den schlechten Tagen machst du ein Foto. Ja. Was bei Instagram und so passiert ist, ja, du machst ein Foto sehr ausgewählt an den besten Tagen. So, das heißt, es ist es ist eine ganz andere Herangehensweise. Ja. Und vielleicht wäre das mal eine Challenge. Auch mal so eine Woche lang irgendwie einfach zu sagen, jetzt ist gerade blöd. So in der Story. Übrigens, jetzt ist gerade blöd. Könnte ich mal machen. go for it. Ja, total. Ich werde es ausprobieren. Jetzt gerade doof. Nina, du sagst, Liebe ist bedingungslos, aber Beziehung nicht. Ja. Was genau meinst du damit? Was ich damit meine, ist, dass wir manchmal diese beiden Begrifflichkeiten miteinander verwechseln. Wir benutzen sie austauschbar und dann passiert Folgendes. Liebe ist ein Zustand, in dem ich bin. Ja, ist etwas, das ich fühle, ist auch etwas, das ich tue, ist etwas, das ich im besten Falle mit einer anderen Person oder mit mir selber erlebe. Und ob ich liebe oder nicht, hat ja mit mir zu tun. Ich entscheide mich dafür, dass ich etwas liebe. Nicht zu verwechseln mit verlieben. Ja, für Verliebtheit können wir uns nicht entscheiden. So, Verliebtheit trifft uns manchmal einfach wie so ein Gong. Aber Liebe ist ein Großteil Entscheidung. Und das ist, was uns manchmal nicht so klar ist, dass wir uns auch für Liebe entscheiden und dass wir auch entscheiden, ob wir uns geliebt fühlen. Du kennst bestimmt diese Theorie dieser Sprachen der Liebe. Und dass wir eben uns bei gewissen Dingen, die jemand anders für uns tut, eher geliebt fühlen als bei anderen. Und das zeigt uns eben, dass wir ja entscheiden. Also jemand anders kann uns total lieben, aber wir fühlen es halt nicht. Aus welchen Gründen auch immer. Aber es liegt dann an uns. Ich fühle es halt nicht. Und Beziehung ist eine Situation, in der ich mit jemandem bin. Und eine Situation, in der ich mit jemandem bin, die hat ja Bedingungen. Und die braucht in der Regel auch Regeln. Und dann passiert Folgendes. Wenn wir diese Sache mit der Liebe nicht so gut können, weil wir zum Beispiel uns selber für nicht liebenswert halten. Das wäre zum Beispiel so eine der Voraussetzungen, warum man nicht gut spüren kann, wenn jemand einen liebt. Wenn ich denke, ich bin nicht liebenswert, dann kann der andere sich ausagieren, wie er will und du sitzt da und denkst, naja, aber lern mich mal richtig kennen oder irgendwas. Und es kann dann passieren, dass wir, weil wir lange diese Liebe nicht gespürt haben, weil wir lange uns selber nicht liebevoll verhalten haben, nicht in der Liebe waren, dass wir eine sehr, sehr große Sehnsucht haben nach Liebe und dass wir dann versuchen, dieses Gefühl von Liebe und diesen Zustand von Liebe zu erreichen durch eine Beziehung. Und je größer diese Sehnsucht ist, desto größer kann die Angst sein, dass der andere mich vielleicht nicht lieben möchte, wenn ich Bedürfnisse habe, die er nicht erfüllen will. Oder wenn ich Standards habe. Oder wenn ich Boundaries habe. Wenn ich eine Grenze setze. Wenn ich dem anderen sage, hey, das mag ich nicht. Das ist zum Beispiel auch eine Frage, die ich manchmal bekomme. Wie kann ich Grenzen setzen, ohne dass ich zickig wirke? Dass ich denke so, hey, warte mal. Also wenn du jemandem sagst, was du möchtest oder nicht möchtest und der sagt, wie zickig bist du denn? Lauf! So, weil wenn jemand dich mag, dann will der wissen, was für dich okay ist und was für dich nicht okay ist. Also du solltest dich nie zickig fühlen, wenn du jemandem sagst, was du nicht möchtest. Und es kann aber passieren, dass ich eben, wenn ich eine starke Sehnsucht nach Liebe habe, dass ich dann quasi Beziehungen eingehe, in denen ich das nicht kann, in denen ich mich nicht traue zu sagen, was ich möchte oder was ich nicht möchte. Und dann bringe ich mich in Teufelsküche. Weil dann gehe ich vielleicht Beziehungen ein, in denen meine Bedürfnisse nicht respektiert werden. Oder dann gehe ich Beziehungen ein, in denen ich mich nicht wirklich sicher fühle. Oder wo ich das Gefühl habe, ich kann gar nicht wirklich ich selber sein, weil der andere
mag das nicht so gerne, wie ich tatsächlich bin. Oder. Und das kriege ich ja ständig dann auch zu hören in meinen Workshops oder in meinen Coachings, dass jemand sagt, ja, mein Mann, ne, der konnte nicht so gut mit meinem, was weiß ich auch immer, ne, der hat dann immer gesagt, du bist zu, .. was auch immer das dann ist. Und wenn dir jemand sagt, du bist zu, dann heißt es ja nicht, du bist so und wie du bist, ist falsch, sondern das heißt ja nur, ich kann damit nicht gut umgehen. Und das ist ja total schade, wenn die einzige Konsequenz dann ist, okay, dann kann ich nicht so sein. Das ist ja unerfreulich, sag ich jetzt mal. Genau, wenn eine Person auch sagt, du bist zu, genau, finde ich ein guter Punkt, du bist zu laut. Keine Ahnung. Ja, du bist zu laut. Habe ich noch nie gehört. Hab ich noch nie gehört. Dann heißt es ja nicht, dann ist ja nicht die Schlussfolgerung, ich muss jetzt leiser sein, theoretisch. Also es sei denn, es ist meine Mama und die hat Migräne, weil da habe ich das zum ersten Mal gehört. Aber ja. Nee, genau, aber ich finde, oft ist ja auch die Message, und das habe ich erst letztens irgendwie erkannt, so, ich kann den Raum nicht halten. Weißt du, so, wenn du dich von deiner Seite zeigst, authentisch, verletzlich, mit all deinen liebevollen Unzulänglichkeiten, die wir alle haben, und nicht so tust, als wärst du perfekt, dann erfordert das natürlich auch irgendwo auf der anderen Seite eine Person, die in der Lage ist, dem auch Raum zu geben und das auch zu halten, weil du wirst es ja auf der anderen Seite auch machen. So macht man das ja in einer zwischenmenschlichen Beziehung. So. Ja, so ist es. Und wenn man sich perfekt zeigt und wenn man dann, ne, also als Beispiel, jemand sagt dir, du bist zu laut und dann bist du leiser, ja, dann ist es ja fast schon so, ja, ich spiele den Ball zu dir wieder zurück, behalt das einfach, ich will damit nichts zu tun haben. Ja. So. Ja. Das heißt, irgendwo ist es ja nicht, das ist ja nicht das, was man dann sucht. Was man sucht, ist ja auch eine Person, mit der man da zusammen sein kann und die auch ein bisschen Halt gibt. Und du gibst der Person auch Halt. Und wenn das nicht gegeben ist, dann hat das ja nicht so viel mit Beziehung zu tun, oder? Genau so ist es, ja. Und du wirst lachen. Also es ist schön ausgewählt, weil tatsächlich war das ein Thema bei mir. Und mein Mann ist ja auch Musiker und wir sind beides eher laute Menschen. Und wir sind, glaube ich, auch ganz froh, dass wir ein Haus haben, in dem wir wohnen. Ne? Sonst würden vielleicht auch die Nachbarn irgendwie immer an die Wände klopfen, weil wir wirklich beide ziemlich laut sind. Und uns das natürlich dann manchmal selber gar nicht auffällt. Weil das einfach okay ist. Oder dass wir sind beide relativ extrovertiert. Ja, und jetzt überleg mal, Nina, Gott sei Dank ist er auch so. Und jetzt überleg mal, du hättest dich damals irgendwie zurückgenommen und wärst jetzt mit jemandem zusammen, der das überhaupt nicht halten kann. Ja, so. Das hatte ich. Das hatte ich in der Vergangenheit. Also ich hatte Partner und alles bis auf einen wirklich liebe Leute, ja. Aber ich habe zum Beispiel aus diesem Kontext heraus von meiner Familie, wohlmeinend, wirklich, so Sätze gehört wie, ja, so wie du bist, ne, so du bist so impulsiv und du bist so was auch immer, du brauchst ja so einen ruhigen Mann, du brauchst ja eher einen ruhigen Mann. Und ich habe das ganz lange auch geglaubt. Und das Spannende war, ich habe auch immer wieder ruhige Männer kennengelernt und die fanden mich dann auch oft ziemlich toll, weil wir ja manchmal auch nach den Dingen suchen, die wir selber halt nicht haben und nicht können. Aber das hat eben auch auf lange Sicht irgendwie nirgendwo so richtig hingeführt, weil diese ruhigen Männer haben mich irgendwann einfach total genervt und ich habe die total genervt, ne, weil ich immer das Gefühl hatte, ich habe so einen Klotz am Bein und die immer das Gefühl hatten, die Alte macht mich wahnsinnig. Und bis ich irgendwann gemerkt habe, warte mal, was ist denn daran falsch, impulsiv zu sein oder spontan zu sein oder laut zu sein oder lebendig zu sein? Weil manchmal ist es ja auch so, dass diese Worte, die wir da benutzen, sind ja manchmal einfach nur Verunglimpfungen von Eigenschaften, die wir haben.
Also zum Beispiel impulsiv ist ja manchmal nur eine Verunglimpfung von Lebendigkeit. Ja, laut ist ja nicht immer nur auf die Stimme bezogen, sondern auch auf einfach die Präsenz. Ja, manchmal ist laut auch eine Verunglimpfung von präsent. Manchmal ist, du bist zu empfindlich, ja, ist eine Verunglimpfung, haben viele Leute gehört, die zu mir kommen, ist doch eine Verunglimpfung von, du bist sensibel. Und an all diesen Dingen ist nichts Schlechtes und ich sage den Leuten immer, du musst einfach, wenn du das gehört hast, in der Vergangenheit hinten dran setzen, für mich. Du bist zu empfindlich für mich. Und dann stimmt's wieder. Und das ist das, was du sagst, ne? Dass die andere Person diesen Raum nicht halten kann oder dass die einfach halt anders ist und das nicht mag, damit nicht gut umgehen kann. Und auch das ist ja grundsätzlich nicht schlimm. Was wir aber machen, gerade wenn wir das schon früh hören, ist, dass wir quasi lernen, ich bin falsch, wie ich bin. Und das ist nicht der Fall. Und das ist diese eine Sache, die wir lernen dürfen, dass wir mit unseren Special Features und unseren Macken, dass wir nicht falsch sind, sondern dass wir eben so sind, dass wir vielleicht sensibel sind oder laut oder groß oder klein oder introvertiert oder extrovertiert oder was auch immer. Und dass es nicht darum geht, also wenn das wahr wäre, dann wäre ja das Ideal, dass wir alle möglichst gleich werden. Und das ist so, dass wir uns alle diesem Mittelmaß so annähern und dass wir dann alle Mittelmaß sind. Voll die gute Idee, nicht. Und das darf man einfach merken, dass manchmal treffe ich Menschen, die wirklich einfach von Natur aus sehr, sehr sensibel und auch sehr leise sind. Und es ist für mich total okay, weil ich weiß, wer ich bin und ich habe kein schlechtes Gewissen. Es ist für mich total okay, dass ich auf einen solchen Menschen Rücksicht nehme. Ne, gerade wenn es vielleicht ein 1:1 Gespräch ist, dass ich merke, oh, da ist jemand, der ist so auf der anderen Seite der Skala. Ich nähere mich dieser Person ein bisschen an, damit diese Zeit, die wir jetzt miteinander verbringen, für diese Person jetzt keine Folter ist. Aber das ist nicht die Person, mit der ich dann eine Beziehung eingehen wollen würde, weil dann müsste ich ja dauerhaft etwas sein, was ich eigentlich nicht bin und auch eigentlich gar nicht dauerhaft sein möchte. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das merken. Das ist okay, dass wir sozialverträglich sind. Ja? Aber wir möchten erreichen, dass wir möglichst oft, möglichst viel Zeit mit Menschen verbringen, die uns gut finden, wie wir sind. Und wenn das laut oder leise ist, dann ja, verbring viel Zeit mit lauten oder leisen Menschen. Ja, ich finde es schön, was du sagst. Wenn man jetzt nur mal von laut und leise ausgeht, ist das ja so ein Spektrum. Auf der einen Seite ist ganz ruhig und leise, auf der anderen Seite ganz laut und wild. Vielleicht kann man das so bezeichnen. Und nichts davon ist ja bewertbar, sondern es ist einfach anders. Und ich habe da auch letztens mit Maxi Diers und Barbara Focke, Psychologin und Podcast-Host Blackbox drüber gesprochen, was ist normal, ne? Und dass wir irgendwo auch immer mehr so in dieser Bereich, den wir als normal in der Gesellschaft sehen, gefühlt wird ja auch immer enger. So. Und da einfach auch mal so diese Schönheit hinterzusehen, ja cool, dass zum Beispiel Nina einen ganz anderen Vibe hat als Leon. Mir sagen ja viele Leute, meine Stimme ist ruhig und irgendwo vielleicht auch ein bisschen monoton, ohne dass jetzt, das ist überhaupt nicht negativ gemeint, sondern einfach relativ steady state, weißt du, nicht so laut und ja, aber in dem Kontext, in den ich bin, so passt es gut. In den Kontexten, in denen du bist, passt das gut, wie du bist. Und da brauchst du es auch. So, weißt du, hier in dem Mental Health Podcast ist wahrscheinlich ganz gut, dass der Host ein bisschen ruhiger ist, ne? Und ein bisschen beruhigt oder keine Ahnung, ja. Das heißt, wäre ja irgendwie schade, wenn wir da alle gleich leise oder laut wären. Genau. Dann wird ja auch gar nicht diese ganzen schönen Dinge existieren, die wir heute haben. Genau. So. Und zum dann einen wäre es langweilig ja. und zum anderen, es gäbe keine Innovation.
Richtig. Ja, also Kunst, Wissenschaft, alle Dinge, die erfunden worden sind oder die kreiert worden sind nicht von Leuten erfunden oder kreiert worden, die versucht haben, so zu sein wie alle anderen und sich möglichst anzupassen. Genau. Und einen anderen Punkt, den ich interessant fand, den du gerade angesprochen hast, ist so ein bisschen der Unterschied zwischen Attraktion oder Interesse und Kompatibilität. Weil oft sieht man ja eine Person, ne, vielleicht auch ein paar Meter entfernt und denkt sich so, boah, das ist aber eine attraktive Person, ne, weil man die vielleicht von der Silhouette schön findet oder von der Ausstrahlung, so auf den ersten Moment. So, es ist irgendwie interessant, es ist attraktiv. So, dann lernst du die Person aber besser kennen und merkst, irgendwie ist es nicht kompatibel. Ja. Die ist mir zu laut. Zum Beispiel, ja. Oder keine Ahnung, ja. Reitet aber drauf rum hier. Nein, wir nehmen jetzt ein anderes Beispiel ab. Nein, lass es bitte, ich was find's auch immer. toll. Ich liebe es. Weil wir es gerade im Raum stehen haben. Aber, und dann ist es, finde ich, auch total okay zu sagen, ey, ich finde dich irgendwie total attraktiv so auf den ersten Moment, aber irgendwie passt es halt nicht so und das dann aber auch einfach zu akzeptieren so. Weil wenn man das versucht zu erzwingen, dann trotzdem und dann denkt, ich muss jetzt dieser Attraktion folgen, unbedingt um jeden Willen, ja, das gibt ja nur, das Vollkatastrophe. Ja, so. Ja. Und es ist dann einfach auch schön, dass, wenn man in der Lage ist, finde ich, zu erkennen, und wir kennen ja alle diese Situationen, wenn man einfach sagt, okay, ich merke, dass die Resonanz ist jetzt nicht so da, ich lasse es einfach mal so stehen und sage, hey, im ersten Moment irgendwie war eine schöne Begegnung, aber ja, es passt einfach nicht so und das ist doch auch okay. So. Man muss es ja nicht erzwingen. So. Genau. So. Und das ist dann der Unterschied auch zwischen Liebe und Beziehung. Ne? Dass wo fange ich da an? Also, wir verlieben uns manchmal in Menschen, die etwas in uns berühren, an das wir selber nicht rankommen. Das ist ein ganz klassischer Auslöser für Verliebtheit. Ne? Wir sehen jemanden und der hat irgendwas an sich, das etwas in uns anspricht, von dem wir selber nicht wissen, was es ist. Ungelebtes Potenzial, unbewusste Wünsche, manchmal auch unbewusste Ängste. Ne? Aber da ist irgendwas, das ist in uns und wir selber können das aber nicht wirklich greifen, wir können es nicht leben, aber diese andere Person, die hat das, die strahlt das irgendwie aus und du triffst diese Person und du kannst gar nicht sagen, was es ist, aber du fühlst dich total angezogen, du denkst, ja. Und dann ist aber genau das, was du sagst, der entscheidende Punkt, nämlich ist dieses Potenzial, das da berührt wird, das da aufgeregt wird, kann ich das zum Leben erwecken? Kann ich das leben? Kann ich da was tun oder nicht? Und das entscheidet dann darüber, ob ich kompatibel bin oder nicht. Der Paartherapeut und Psychologe Michael Lukas Möller, Gott hab ihn selig, der ist ja leider schon sehr lange verstorben, aber der hat zu diesem Thema ja immer wieder geforscht. Also was bringt Menschen zusammen? Wie funktioniert Paardynamik und so? Und er hat so einen Satz gesagt, der mich seit, bestimmt 15, 20 Jahren begleitet. Und den alle meine Coaches in der Coaching-Ausbildung wahrscheinlich irgendwie so nach 2 Monaten, die kannst du die nachts wecken, dann können die den sagen, weil ich den so wichtig finde. Und der sagt so sinngemäß, dass so 2 Dinge entscheidend sind dafür, ob wir jemanden attraktiv finden oder nicht, ob wir mit dieser Person eine Beziehung eingehen wollen oder nicht. Und das ist zum einen, dass diese Person das Potenzial hat, negative Beziehungserlebnisse, die wir in der Vergangenheit hatten, mit uns zu reinszenieren. Und zweitens die Aussicht, dass wir das mit dieser Person in irgendeiner Form heilen können. Und es ist im ersten Moment, wenn man das hört, ganz schön deprimierend. Weil man sagt, wie jetzt? Das ist, was mich verliebt machen soll. Ja? Und das ist, was leider oft passiert, ne? Dass ich gebe jetzt mal ein praktisches Beispiel, was dieser Satz bedeutet. Der kann zum Beispiel bedeuten, wenn du als Mann von deiner Mutter bestimmte Dinge nicht bekommen hast, eine bestimmte Sprache der Liebe oder nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hast, dann kann es passieren, dass du Frauen, die dich von Anfang an toll finden und die dir viel Aufmerksamkeit schenken, dass du die alle so ein bisschen
langweilig findest. Ne? Aber da diese eine, die dir eigentlich die kalte Schulter zeigt, die schon manchmal so ein bisschen guckt, aber dann doch nicht so richtig, die ist nahezu unwiderstehlich. Das ist jetzt ein bisschen, das Beispiel ist ein bisschen platt, aber ich glaube, es wird klar, wir sind komplexer als das, aber das illustriert es ganz schön. Und dass du dich dann genau in die verliebst, weil du denkst, das muss ich doch irgendwie hinkriegen. Und dass dann eben dieser Wunsch nach Selbstwerterhöhung zuschlägt, im Sinne von, ich sehe da das Potenzial, dass wenn ich diese Person von mir begeistern kann, dann ist es doch, also dann ist die Beziehung ja auch erst richtig was wert und dann bin ich auch richtig was wert. Und das passiert leider öfter, als man denkt. Und Gottman sagt ja zum Glück, wir kommen meistens aus den falschen Gründen zusammen, aber es ist dann unsere Aufgabe, dass wir aus den richtigen zusammenbleiben. Das finde ich ganz schön gedacht in dem Moment, weil dieser erste Funke, diese Anziehung ist halt meistens wirklich irgendwas, was nicht so zuverlässig ist und manchmal auch nicht so gesund. Und dann aber zu gucken, okay, aber was können wir beiden denn zusammen erreichen? Wie können wir denn ein gutes Team sein? Wie können wir denn eine Beziehung führen, in der wir beide was davon haben und in der wir beide und an der wir beide wachsen können? Und wenn ich mir das angucke, dass ich Beziehung einfach auch erlebe als Raum, in dem beide Menschen wachsen sollen und dürfen, dann habe ich eine gute Beziehung. Und dafür ist es aber wichtig, dass diese Kompatibilität, von der du gerade gesprochen hast, dass die da ist. Und natürlich heißt es schon manchmal auch, dass man einen Kompromiss machen muss. Dass man vielleicht dem anderen irgendwo ein Stück weit entgegenkommen muss oder dass man sich eben entwickeln darf. Und manchmal kommt es auch vor, dass wir uns selber in die Tasche lügen und sagen, ja, ich entwickle mich da gerade und in Wahrheit passe ich mich eigentlich nur an. Und weißt du was? Ist nicht schlimm. Weil ich ein großer Fan davon bin, das Leben so zu betrachten, dass es nicht darum geht, alles richtig zu machen. Und wenn ich eine Beziehung führe, und das ist mir auch schon passiert, ja, wo ich hinterher merke, ich habe mir jetzt eigentlich 3 Jahre in die Tasche gelogen, ne? Aber ich merke das. Dann habe ich doch was gelernt. Dann habe ich mich doch entwickelt. Und vielleicht habe ich genau das gebraucht, um genau das zu lernen. Und das ist doch cool. Das ist doch nicht verschenkte Zeit. Und wenn es richtig doof war, auch zu sagen, Mann, war ich blöd. Und das hatte ich auch in meinem Leben schon. Ja? Ich hatte mit 20 oder so eine Beziehung über 2 Jahre on-off mit einem sehr narzisstischen Mann, wo ich mich, Gott, so hab gaslighten lassen. Heute gibt es Vokabeln dafür, damals nicht, ist 30 Jahre her. Ja, aber da war so dieser Moment, ich habe so viel gelernt hinterher. Und natürlich war die erste Reaktion von mir selber zu mir selber, wie blöd bist du eigentlich? Ja, Gott, wie konntest du so doof sein? Und dann aber zu merken, hey, warte mal, was genau ist da passiert? Warum habe ich das gemacht? Und wie hat er das hingekriegt? Ja, und dann zu merken, so lässt du dich nie wieder manipulieren. Und auch zu merken, weißt du, das lag ja nicht nur an dem. Und das finde ich auch so eine wichtige Erkenntnis, dass du, wenn du eine schlechte Beziehung hattest, weil dein Partner, was auch immer war und schlecht mit dir umgegangen ist, dann um Gottes Willen, dann ist er oder sie ein Idiot, ja, und hat schlimme Dinge getan. Darum geht es nicht, die zu entschuldigen. Das ist jetzt nicht irgendwie Täter-Opfer-Umkehr. Aber für die Zukunft ist es doch wichtig, dass ich mir angucke, was hat der gemacht, dass ich darauf reingefallen bin? Und was habe ich mit mir selber gemacht, dass ich darauf reingefallen bin? Also was kann ich in Zukunft tun, was jetzt nicht Vermeidung von Kontakten und Vermeidung von Beziehungen ist, sondern was kann ich mit mir tun, dass ich nicht mehr auf so eine Manipulation reinfalle? Was kann ich mit mir tun, dass ich in Zukunft
Red Flags nicht für einen Karnevalsumzug halte und fröhlich mitwinke oder so. Ja. Das finde ich so wichtig. Ja, 2 Dinge, die ich auch wichtig finde, die du sagst. Das erste ist so einfach, das anzunehmen, dass es ein Prozess ist, auch wenn mal was nicht geklappt hat. Dann das als Learning zu sehen und zu sagen, ja, ich musste diese Erfahrung machen, weil anscheinend war es mir ja nicht klar. Und jetzt ist es mir klar. Genau. Das heißt, ich musste ja die Erfahrung machen, um Du hast was gelernt. Um das jetzt zu sehen. Genau, So. Glückwunsch. Ne? So. Ja. Und genau auch, dass es immer eine Dynamik ist. Also, dass auch wenn man jetzt mit einem Narzissten zusammen ist, sage ich mal, es ist ja nicht die einzige Schuld von dem Narzissten. Ja. Sondern klar, wir wollen jetzt sein Verhalten nicht rechtfertigen. Jeder hat dafür seine Verantwortung, aber man hat es ja auch irgendwo mit sich machen lassen. Man hat ja dem irgendwie, also man hätte ja auch Nein sagen können. Man hätte ja auch sagen können, ich möchte das jetzt hier nicht, oder, ne? Jein, also das ist ganz wichtig. Das möchte ich auch wirklich jedem, der das gerade hört, wirklich ans Herz legen. Manchmal hätte man nicht Nein sagen können. Und worum es geht, ist für sich selber zu merken, warum konnte ich nicht Nein sagen? Und ganz oft ist es zum Beispiel, wenn ich mich sehr, sehr schwach fühle. Ja, wenn ich das Gefühl habe, das ist jetzt aber die einzige Person, ne, wie du vorhin sagtest, so, ich merke schon, das ist nicht so gut, aber vielleicht kommt kein anderer mehr. Vielleicht lerne ich niemand anderen mehr kennen. Vielleicht kriege ich es ja doch hin, was immer ein Trugschluss ist. Oder weil ich ein schwaches Selbstwertgefühl habe, zum Beispiel. Ja, also es gibt ganz viele Gründe, warum dieses Nein sagen oder auch dieses Erkennen dieser Red Flags wahnsinnig schwer sein kann. Und meistens ist es so, dass das nicht unbedingt deine Schuld ist. Aber es ist wichtig, dass ich mir das angucke und dass ich sage, was habe ich da gemacht? Und es gibt so eine Sache, und da sind wir wieder bei dieser Stimme im Kopf, die so wichtig ist, was die meisten Menschen besser können, ist Selbstabwertung. Und was wir lernen dürfen, ist Selbststärkung. Und das heißt nicht, dass ich mich nie kritisieren darf, um Gottes Willen. Aber dass ich, wenn ich mich kritisiere, dass ich mich bitte konstruktiv kritisiere. Und dass ich merke, dass mich selber klein zu machen, mich selber abzuwerten, mich selber unter Druck zu setzen, dass das etwas ist, was mir nicht hilft, sondern was mich noch schwächer macht und dann in solchen Situationen noch leichter manipulierbar macht. Weil was gerade zum Beispiel in diesen narzisstischen Beziehungen, ich glaube, da hast du auch mindestens 2 Folgen oder so mit Experten, was ich immer wieder beobachte ist, was ja passiert ist, dass der Narzisst am Anfang dir sagt, wie toll du bist und damit dieses innere Loch, das du da hast, ja füllt mit, ne? Er sagt dir die Dinge, die du dir wünschst, dass sie endlich mal jemand zu dir sagt, von denen du aber Angst hast, dass sie nicht wahr sind. Und dann irgendwann dreht sich das um und plötzlich bist du nicht mehr gut genug. Plötzlich stimmt was nicht mit dir. Und wenn du selber dir ja immer wieder heimlich sagst, naja, irgendwas stimmt nicht mit mir, eigentlich bin ich nicht so toll. Und wenn der Narzisst dir das dann auch sagt, dann glaubst du das, weil du weißt, das ist ja eigentlich die Wahrheit. Und dann kommt dieser Moment, wo du merkst in großen Anführungszeichen, du hast ja Riesenglück, dass der überhaupt mit dir zusammen ist, so doof wie du bist. Und das ist dann der Moment, wo du halt nicht Nein sagen kannst. Und das meine ich, ne? Also zu merken, vielleicht kannst du nicht Nein oder du konntest da nicht Nein sagen, aber merk mal, warum. Was ist da passiert, dass das passiert ist? Und setz nicht bei dem anderen an, sondern setz bei dir an, weil bei dir kannst du ansetzen. Genau, ich glaube, man muss da ein bisschen differenzieren. Also theoretisch kann man jederzeit Nein sagen. Theoretisch. Ja. Aber auf Basis der Erfahrung und der Lebenssituation, in der man aktuell ist es halt dann doch nicht immer möglich, weil man in gewissen Mustern fährt, sage ich mal. So. Genau. So, und das wollte ich eigentlich auch nur sagen, weil ich bin gerade irgendwo an so einem Punkt, wo ich auch sage, oft schiebt man ja Leuten die Schuld zu. Der ist bindungsängstlich, der ist narzisstisch. Ja, genau. Das sind die alle schuldig sind und die anderen hier, das sind die Unschuldigen. Es ist aber so, dass immer eine Dynamik ist. Das heißt, was ich gerade eigentlich damit sagen wollte, ist,
irgendwo, man hat es ja auch mit sich machen lassen. Ja. Ja, auch, ja, ich verstehe, man ist in seinen Mustern gefangen und so. Ich denke mir das ja selber manchmal über mich. Warum habe ich damals so mich so behandeln lassen? genau. Heute denke ich mir, du hättest anders handeln können, aber du warst da in dem Moment nicht in der Lage dazu. Genau, damals Das heißt, ging es nicht. Es gibt eigentlich immer so verschiedene Wege, so eine Erfahrung zu machen. Das habe ich mal von so einem Mönch gehört, das fand ich so ein schönes Bild. Entweder du hast ein Vorbild, einen Mentor, zum Beispiel Nina Deißler, und du lernst gewisse Dynamiken von diesem Mentor, und dann orientierst du dich daran für deinen Lebensweg und folgst ein bisschen diesem Weg. Oder, und das ist die ganz praktische Art und Weise, Sachen zu lernen, du machst die Erfahrung. Und das ist das, was die meisten machen. Du machst die Erfahrung und dadurch lernst du das. Ja, du machst die Erfahrung und wenn du dann was lernen willst, ist es wichtig, und da sind wir an dem Punkt, was du vorhin meintest, es ist wichtig, dass du die Verantwortung für diese Erfahrung übernimmst. Und was ich damit meine, ist, dass es unabdingbar ist für eine gesunde Entwicklung, dass du dir eben anguckst, wie war ich damals drauf, dass das passieren konnte. Ja, und eben nicht, der andere war doof, sondern so das. Und dann entwickelst du dich und dann lernst du. Und manchmal hilft es, wenn halt jemand von außen kommt und dir eine gute Frage stellt oder dir mal sagt, hey, warte mal, es ging ja nicht anders, aber übernimm trotzdem die Verantwortung. Und das ist so ein guter Punkt, zu merken, es gibt einen Unterschied zwischen Schuld und Verantwortung. Also, wenn Mark Manson hat es mal so schön illustriert, der hat gesagt, wenn jemand dir, ich glaube, er hat gesagt, ein Baby auf die Treppe vor deinem Haus legt, ja, und dann klingelt und wegrennt. Und du machst die Tür auf und da liegt ein kleines Kind, das vollkommen hilflos ist. Dann bist du nicht schuld daran, dass das Kind da auf deiner Schwelle liegt. Aber du bist verantwortlich dafür. Und das fand ich so ein gutes inneres Bild zu merken, diesen Unterschied. Du bist nicht schuld daran, dass jemand nicht gut mit dir umgegangen ist. Aber du bist verantwortlich dafür, weil du darfst jetzt bei dir gucken, wie konnte das passieren? Ja, und was kann ich da tun? Wo habe ich vielleicht mich nicht getraut, Nein zu sagen? Oder wo habe ich mich selber einfach so geschwächt? Oder was war da los, dass das sein konnte? Und das ist Verantwortung. Und wenn ich Verantwortung übernehme für das, was mir in meinem Leben passiert ist, dann kann ich ein gutes Leben haben. Weil dann muss ich mich nicht mehr vor äußeren Einflüssen schützen. Dann muss ich nicht mehr sagen, nee, lieber nicht und nicht, also dann irgendwelchen Regeln folgen oder keine Nähe mehr zulassen oder was wir so an Rezepten uns so ausdenken, damit wir nicht verletzt werden, sondern dann kann ich bei mir gucken und dann kann ich sagen, okay, das letzte Mal ist es schief gegangen, weil ich XYZ nicht gemacht oder nicht gesagt oder nicht sehen wollte oder was auch immer. Und das mache ich jetzt nicht. Und dann gucken wir mal. Ja, weil das letzte Mal ist es schief gegangen, weil ich mich zu sehr angepasst habe. Okay, das will ich nicht mehr tun. Ja, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, dann achte ich ein bisschen besser darauf, wie ich wirklich sein möchte und was mir wirklich gut tut und gucke, ob das kompatibel ist. Yay. Mir kam gerade in den Sinn, das Wort Verantwortung beinhaltet ja das Wort Antwort. Stimmt. Und das ist, wenn man Verantwortung übernimmt, ist es auch irgendwo sowas wie, ich weiß, wie ich handeln muss, weil ich kenne die Antwort. Ich kenne die Folgen. Und um nochmal kurz auf das Bild zurückzukommen, das ich gerade gezeichnet habe von diesem Mönch. Woher kenne ich die Antwort? Weil ich das schon mal erfahren habe. Ich kenne die Antwort, wenn ich das jetzt nochmal mache. Weil ich diesen Mentor habe und der erzählt davon immer, ich glaube an den. Deswegen kenne ich irgendwo die Antwort. Weil ich dieser Religion folge und ich bin da einfach, ich glaube da ganz tief dran. Deswegen kenne ich die Antwort. So, und das finde ich ist irgendwie ein schönes Bild. Und da ist jeder anders. Ne? Ich bin auch so ein Typ, ich muss in Erfahrung reingehen.
um zu lernen, um dann Verantwortung übernehmen zu können, um dann die Antwort zu kennen, Ja, so, weißt du? ja. Und das ist, glaube ich, sehr typabhängig auch, woran man dann, also wie man selber auch lernt in Beziehungen. Es gibt so einen schönen Satz von mir, der heißt, Erfahrungen kann man nicht denken. Man kann sie nur machen. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die momentan bei vielen Menschen für viel Kummer sorgt, dass sie Angst haben vor Erfahrung, weil sie könnten vielleicht eine schlechte, eine schmerzhafte Erfahrung machen und sie versuchen vorher alles zu durchdenken, damit diese Erfahrung so wird, wie sie kontrollieren können. Und das funktioniert halt nicht, ne? Weil man eben Erfahrungen nur machen kann. Und nur wenn ich es getan habe, merke ich, oh, war ja gar nicht so schlimm oder war ja total toll oder war schlimm, aber die Ohren sind dran geblieben. Ja, und das mache ich vielleicht nächstes Mal anders. Und das ist so ein ganz wichtiger Punkt, ne, mit dem ich auch in meinem Buch versuche wirklich aufzuräumen, zu sagen, hey, hab keine Angst vor Erfahrung, sondern übernimm erstmal die Verantwortung für die Erfahrungen, die du schon gemacht hast. Auch, ne, wenn das erstmal doof ist, das ist nicht deine Schuld, aber nimm die Verantwortung und guck einfach, dass dir das in Zukunft eben nicht mehr passiert. Und das hat gar nichts mit der anderen Person zu tun. Das hat immer mit dir zu tun. Guck dir wirklich an, wo sind die Dinge, wo du dich vielleicht manipulieren lässt. Warum? Guck's dir an. Oder wo sind die Dinge, wo du dich immer wieder übermäßig anpasst? Okay, warum? Ja, und wenn du da wächst und wenn du anfängst, in so einen Frieden mit dir selber zu kommen und dich selber spürst und dich selber halten kannst, dann kannst du viel, viel besser auch in Beziehung gehen und dann kannst du auch viel leichter merken, das ist, was ich will oder das ist nicht, was ich will. Ja, dann geht es nicht mehr darum, wie schaffe ich es, dass er oder sie XYZ macht, sondern dann kann ich merken, das ist ein Mensch, der das gar nicht machen will. Und wenn das aber etwas ist, das ich von diesem Mensch haben möchte, dann ist das nicht der richtige Mensch. Yay. Ja, dann habe ich viel Zeit gespart, die ich sonst verbringe mit Warten, Hoffen, mich anpassen, manipulieren, was noch leiden. so die schlimmen 5 sozusagen. Ja. Und das tut überhaupt nicht Not, weil da draußen sind Menschen, die möchten dir sehr gerne die Dinge geben, die du erwartest. Und die möchten sehr gerne die Dinge haben, die du geben möchtest. Du musst es nur rausfinden und du musst dich nur trauen, es rauszufinden. Dann sparst du viel Zeit und viel Nerven. Nina, wir haben heute gesprochen über, wie die Vergangenheit unsere heutigen Beziehungen beeinflusst, über Muster, in denen wir dann gefangen sein können aufgrund dieser Erfahrungen, die wir gemacht haben, über Liebe, Liebe und Beziehung, ne? Was sind die Unterschiede und wie kann man das getrennt voneinander auch verstehen und obwohl es trotzdem zusammengehört und über Verantwortung. Abschließend nochmal, was ist so dein Key Takeaway für heute? Was hilft Menschen, gesunde Beziehungen zu führen? Der Anfang für eine gesunde Beziehung zu anderen ist als allererstes eine gesunde Beziehung zu sich selber aufzubauen. Und das kann ich, indem ich mal ganz kritisch in Frage stelle, was ich alles über mich glaube und was ich glaube, was ich alles muss, wo ich zu bin, zu laut, zu leise, zu empfindlich und mal wirklich mich durch die Brille eines guten Freundes betrachte und als allererstes anstrebe, dass ich in eine Verbindung mit mir selber komme und dann erst in Verbindung mit anderen Menschen gehe und dass ich eben auch nicht nur gucke, wie kann ich diesen Menschen vielleicht beeindrucken oder hoffentlich mag der mich, sondern dass ich eben nach dieser Kompatibilität schaue, dass ich einfach gucke,
passt diese Person zu mir und dass ich eben auch merke, niemand ist perfekt. Ja? Wir haben alle Special Features, wir haben alle unsere persönliche Macke und das ist auch total gut so, das ist völlig in Ordnung. Perfektion macht keine Liebe, Verbindung macht Liebe und das ist ganz wichtig. Nina, am Ende des Podcasts stellen wir immer dieselbe Frage. Und zwar kennst du ja diese Testwarnungen, die öfter mal vom Start auf unser Handy kommen. Und dann erschrecken wir uns alle und sehen da, ja, okay, ist nur eine Warnung. Das übrigens, dieses Programm ist sehr laut, ne? Auf dem Handy. Und du weißt, wie es heißt, oder? Nee. Nina. Echt jetzt? Ja, kein Witz. Echt jetzt? Ja. Das passt ja gut. Ja, das ist ein Notfall, ich hab's vergessen, aber es heißt Nina. Ja, Okay, und das ja, genau. ist ganz schön laut. Also wenn du Nina jetzt rausschicken könntest mit einem Satz an die Menschen in Deutschland, welcher wäre das? Ein Satz. Ich weiß, du führst gerne aus, aber jetzt musst du dich auf einen Satz beschränken, Nina. Ich denke nach, ja. Es darf ja einer sein, über den man dann ein bisschen nachdenken darf, ne? Gerne. Dann wäre es wahrscheinlich tatsächlich, Liebe ist bedingungslos, Beziehung ist es nicht. Nina, wenn die Menschen dich finden möchten, wo können sie das tun? Zum einen habe ich auch einen Podcast, der heißt Mission Liebe. Den gibt es genau wie deinen Podcast auch auf Spotify und auch als Videopodcast. Ich habe gerade ein neues Buch geschrieben. Das kommt nächste Woche, glaube ich, in den Handel, wenn wir hier mit der Sendung live sind. Das heißt, du bist nicht beziehungsunfähig. Und das ist nach 6 Jahren das erste Buch, das ich wieder geschrieben habe. Und da geht es eben darum, wie man im Grunde diese Themen, über die wir heute geschrieben haben, auch für sich in den Griff kriegt. Also wie man Ängste loslässt und wie man sein Herz auch wieder öffnen kann und mit sich selber und anderen in eine gute Verbindung kommt. Das wird es ab 26.02. in allen Buchhandlungen geben und bei allen Buchhändlern. Und ansonsten, ich gebe auch Workshops. Ich bin bei Instagram, nina.deisler, da kann man mir natürlich auch folgen. Und ich spiele dieses Jahr noch ein paar Vorstellungen von meinem Kabarettprogramm. Ich habe ja ein Kabarettprogramm, wo ich all diese Dinge, die sonst sehr ernst sind, ein bisschen lustig betrachte. Und da gibt es noch ein paar Termine. Das geht dieses Jahr sozusagen in Rente, dieses Programm. Aber man kann mich noch an ein paar Orten sehen. Ich glaube, am 1.3. bin ich in Köln und dann gibt es noch so ein paar Termine in Deutschland dieses Jahr. Die Links findet ihr in der Beschreibung. Nina, vielen lieben Dank, dass du heute zum 2. Mal hier war's. Ich könnte mich wie immer noch Stunden und Tage mit dir unterhalten. Es ist wirklich immer eine Freude, bei dir zu sein. Vielen Dank für die Einladung und dieses mal wieder tolle Gespräch. Mir hat's Spaß gemacht. Ich hoffe, den Zuschauern und Zuhörern auch. Und ja, ich freue mich, dass ich dich immer auch so ein bisschen im Auge habe und sehe einfach wahnsinnig gerne, wie toll du das machst und wie viele Menschen das gut finden. Richtig super. Danke, Nina.